Beachte, keine Gangzeige rechts oben. Absolut ident wie in Irland. Motorkontrollleuchter, ident wie in Irland. ACC auch wieder dabei, ident wie in Irland. MTC dabei, ident wie in Irland. Geschwindigkeitsregelung, ident wie in Irland. Zusätzlich sind wir im Notlauf bei 1 PS Leistung. Das war's. Also ich wollte gerade eine Tankstelle suchen, Kalimoto, und ich bin in Holzkirchen. Fix gibt es in Holzkirchen eine Tankstelle. Er sagt mir, nächste Tankstelle auf der Route, 145 Kilometer, das kann doch nicht sein. Ich sage, nächste Tankstelle umplanen, Fehler. Boah, Junge. Fehler bei der Integration in die Route. Mann, komm, leck mich doch. Gib mir einfach eine Tankstelle. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mann, ich hoffe, dieser Schnitt hat euch gefallen, weil der drückt so ziemlich gut die Emotionen aus, die ich bei diesem Saisonstart hatte. Ich hatte richtig Bock. Ich bin so voller Freude dorthin gefahren. Ich sag's euch, ich habe noch extra Kuchen gebacken als Dankeschön, weil man hat mir gesagt, wir hatten das Problem schon. Wir kennen das von mehreren Dukes tatsächlich. Und überall, wo wir das Problem bisher gefixt haben, ist es einfach nie wieder gekommen. Das heißt, ich habe am Abend davor die telefonische Nachricht gekriegt, ich kann kommen am nächsten Tag, sie haben es repariert. Ich komme dorthin, ich freue mich wirklich von Herzen. Selbstgebackene Punschkrapfen mitgebracht, steirische Spezialität. Wenn ihr mal in die Steiermark kommt, gönnt euch unbedingt diese hier. Gibt es bei uns auch bei Spar oder bei anderen Supermärkten gekauft. Hauptsache viel rum, schmeckt gut, selbst gemacht, noch eine Stufe geiler. Dann frage ich extra noch, wie sieht's aus? Was sind die Details? Was kann man mir sagen? Und dann wird mir erklärt, etwas mit Rotor und etwas mit Pickup. Ich verstehe es nicht wirklich. Was ich verstehe ist, die Zylinder haben wohl eine gewisse Zündkurve, wo sie halt gezündet wurden, je nach Drehzahl. Und ich weiß es nicht, ob es 3 Zehntel oder 6 Zehntel waren. Irgendwo ist quasi so ein Zündtakt außerhalb der Boundaries, würde ich so beschreiben, der Grenzen geschossen um 3 oder 6 Zehntel. Und das hat quasi den Motor in den Notlauf katapultiert und das Moped abgeschossen. Wie ich das Motorrad abgegeben hatte, hatte ich ja MTC, Traktionskontrolle ausgefallen und Geschwindigkeitsregelung, heißt 1 PS Leistung, da geht nichts mehr. Ich nehme das Motorrad entgegen, ich habe ein Lächeln im Gesicht. Mir ist nicht ganz so gut gegangen, deshalb habe ich auch nicht wirklich gequatscht. Ich hatte nämlich echt Bauchweh an dem Tag. Auch voll egal, kein Witz. Einfach 1 Stunde Moped fahren, deshalb ganz piano gestartet. Und auch einfach, ich bin ja noch nicht wirklich Motorrad gefahren in der Saison, deshalb wirklich ganz piano einfach reingerollt und hat mir echt gut getan. Nach 1 Stunde Moped fahren, keine Bauchschmerzen mehr. Großartig. Also, bisschen warm geworden, würde ich mal sagen. Dann fahre ich also Richtung Fernbus. Hätte noch 1 Stunde gehabt bis zum Fernbus und dachte mir, ja, okay, ich will jetzt auch keine 5-Stunden-Tour draus machen, man muss es ja nicht übertreiben, ich war auch nicht topfit. Also dreh einfach um. Und das war dann diese Sequenz hier. Und was genau kann es sein? Ich habe keine Ahnung, aber ihr seht es, erster, zweiter Gang ziemlich perfekt durchgeschaltet, noch in den dritten Gang. Dann wäre ich auch vom Gas gegangen, aber das Moped hat mir quasi auch einfach das Gas genommen. Also in dem Moment, wo du am Gas ziehst und der Fehler kommt, hast du in dem Moment 0 Leistung mehr. Deshalb die ersten 2 Mal, wie es passiert ist echt in Irland passiert beim Überholen, wenn ich mich richtig erinnere, und bei nasser Fahrbahn. Und dort war es halt tatsächlich auch sicherheitsrelevant und es ist potenziell auch gefährlich. Erstens, wenn du den Überholvorgang ein bisschen sportlich kalkulierst, was bei einer Super Adventure S schon möglich ist, hast du keine Leistung, bist du im Gegenverkehr. Und das zweite, wenn es regnet, nass ist und dann hast du auch keine Traktionskontrolle in dem Moment. Ich habe mir das eigentlich immer so zusammengereimt, dass es auch zusammenhängt, weil wenn du die Leistung von 160 PS auf einem Rad kombinierst mit plötzlichem Ausfall der Traktionskontrolle, dann muss ja das Gas weggehen, weil sonst schadest du ja direkt. Also wenn du bei nass, sagen wir mal, auch gefühlvoll durchziehst, hast du ja gar keine Chance, gegebenenfalls da irgendein Teerstreifen oder ein Fahrbahnstreifen und der Hinterrad schmiert ab und du bist es einfach nicht mehr gewohnt, weil du das einfach über die Jahre vielleicht auch verlernt hast und dir wird der Arsch sofort abgehen. Also das war's leider. Genau, Moped liegen geblieben und diesmal eben nicht nur mit unter Anführungszeichen den 2 Fehlern, sondern wieder absolut 1:1 mit dem Fehlerbild, das wir in Irland hatten. ACC ausgefallen, Traktionskontrolle ausgefallen, Geschwindigkeitsregelung ausgefallen und die Motorkontrollleuchte auch noch dazu. Genau, also wirklich übel. Ich bin sehr gespannt.
Ich weiß noch nichts von der Werkstatt. Moped ist jetzt wieder dort. Unterm Strich, natürlich bin ich auch der Werkstatt nicht böse, das ist blöd. Aber die Reparatur hat solide 2 Stunden gehalten. Das ist definitiv die geringste Dauer, die ich jemals bei einer Werkstattreparatur hatte. Wirklich übel. Man hat jetzt gesagt, man wird den technischen Support von KTM auch zu Hilfe rufen. Und das Moped steht dort. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Ich wollte nur euch wieder mal abholen. Das heißt, es ist jetzt wirklich Totalausfall 4 mit demselben Fehlerbild. Und es ist Saisonstart 3, der ansteht. 2 tatsächlich schon fehlgeschlagen. Und ich muss schon sagen, also ich habe ja auch mittlerweile hier mal aufgezählt. Also Mängel meiner KTM bis 19.000 Kilometer. Bremsflüssigkeitsbehälter, zweimal undicht. Immer wieder wohl der Dichtungsring verrutscht, habe einen neuen Behälter bekommen. Ist wohl so passiert. Sozius-Sitzheizung. Der Schalter hat sich echt zweimal gelöst, bis ich selbst einfach Hand angelegt habe und das Ding mit Loctite festgeschraubt hat. Werkstatt hat es wohl nicht geschafft. Dann Motorkontrollleuchte anfangs primär. ABS-Sensor hat wohl falsche Werte geliefert. ABS-Ausfall zusammenhängen. Dementsprechend wurde, glaube ich, ein Sensor getauscht oder mehrere. Ist ganz am Anfang gewesen. Dann Fehlermeldung, Federung, Dämpfung ausgefallen bzw. defekt. 10 bis 20 Mal, immer wieder bei der Werkstatt angemerkt. Man hat mir einfach gesagt, ja, ausschalten und wieder einschalten, dann ist er weg, ist ja kein Problem. Ich bin ihnen so lange auf den Sack gegangen, bis ich einen neuen Dämpfer gekriegt habe. Danach wobbeln vorne am Vorderrad. Zuerst war es tatsächlich Unwucht, nach Auslieferung neu gewuchtet worden. Danach war immer noch so viel Wobbeln, habe einen neuen Dämpfer gekriegt, zusammenhängend hier wahrscheinlich mit dem neuen Dämpfer. Ist tatsächlich deutlich besser geworden, beziehungsweise eigentlich weg gewesen. Trotzdem über 180 km/h, egal mit Koffer, ohne, aber es wobbelt auf jeden Fall. Für Hochgeschwindigkeitsfahrten ist auch eine Super Adventure es nicht gemacht. Weiter geht's. Koffer, KTM Touratech, ich würde sagen, man kann beiden die Schuld geben. Die Teile sind einfach undicht gewesen. Garantieantrag gestellt, hätte neu gekriegt, aber ich war dazwischen einen Monat in Irland, habe das ganze Ding händisch mit Silikon zugekleistert, war dann dicht. Genau das Handyfach hat so eine Gummidichtung, die löst sich einfach von selbst die ganze Zeit. Ich habe es aufgegeben. Liegt da einfach noch drin, aber auch echt traurig. Display hat eine Blasenbildung gehabt unter der Schutzglasschicht außen. Neues Display gekriegt. Genau, Spiegel fällt nach dem Service einfach ab. Auf der linken Seite habe ich einfach beschleunigt und da ist mir quasi einfach entgegengefallen. War einfach nicht festgeschraubt. Auf jeden Fall eine Schrecksekunde. Echt traurig, darf auch nicht passieren einfach. Dann Gesamt-Totalausfall mit ATC, Motorkontrollleuchte, Traction Control und Geschwindigkeitsregelung heißt, du hast nur noch eine Bestleistung und bist im Notlaufmodus. Gesamt 4 Mal innerhalb von 19.000 Kilometern hat immer einen Totalausfall und Abschleppen mit sich gebracht. Mein Moped steht gerade in der Werkstatt und es ist abgeschleppt worden mit genau diesem Fehler zum 4. Mal. Dieses Jahr schon 2-mal passiert und letztes Jahr 2-mal. Und dann war noch einmal der Shift-Shaft-Sensor wohl defekt, hat man mir ausgetauscht. Leck mich doch, das war's. Welche Fehler mein Motorrad einfach in der Zwischenzeit schon hatte. All diese Kleinigkeiten, sagen wir mal Bremsflüssigkeitsbehälter defekt, Koffer defekt, Gummidichtung fällt raus, wobbelt, okay. Man kann wirklich alles quer durch sehen, wie man will. Die Kleinigkeiten, die würden mich gar nicht stören. Das logischerweise, was mich stört, ist 4-mal der Komplettausfall, 4-mal keiner kann die Ursache finden. 2-mal auf jeden Fall, es wird ignoriert und einfach ein neues Update aufgespielt. Bei Versuch 3 würde ich wirklich sagen, deshalb vielen Dank an Motortreff Balog in Holzkirchen, dass sie sich darum gekümmert haben. Man hat wirklich reingeschaut. Ich bin mir sicher, sie sind Profis bei dem, was sie machen. Und sie haben diese Abweichung in der Zündreihenfolge, laienhaft ausgedrückt, gefunden, gelöst. Und das Ding ist, das war ja auch ein Fehler, aber er hat letzten Endes nicht zur Lösung des Problems geführt. Das heißt, man hat da echt trotzdem eine Abweichung gefunden, die den Motor in den Notlauf wirft. Aber das ist nicht das Problem. Das heißt, es gibt noch ein anderes Problem. Das ist wirklich übel. Und also deshalb, wie gesagt, die Liste der vielen Mängel, die kleinen sind, kann ich alle ignorieren. Undichte Koffer, ja, das sind alles für viele Menschen genug Gründe, die Marke zu meiden. Und für mich gibt es auch keinen Sinn, dass das ein Montagsbike ist, weil ein undichter Koffer hat komplett andere Qualitätskriterien durchlaufen, aber trotzdem fehlgeschlagen, als zum Beispiel ein wobbelndes Vorderrad oder ein unwuchtes Vorderrad oder
dass der Griff der Sitzheizung sich ablöst. Also ihr müsst ja denken, in so großen Konzernen gibt es für alles Qualitätssicherung. 5-fach, 10-fach, x-fach, alles abgesichert, idiotenmäßig. Die Software gecheckt, kontrolliert, verifiziert, Testfahrer, die da draußen unterwegs sind. All das gibt's und trotzdem von so vielen Instanzen, die alle separiert voneinander sind, müsst ihr denken, sind da Komponenten in Umlauf gegangen, die trotzdem zu einem Ergebnis führen. All das sammelt sich in einem Bike und all das sind separate Fehlschläge für sich. Ihr wisst schon, ein Bike, ein Fehler, okay. Ein Bike, zwei Fehler, okay. Manchmal läuft es, ein Bike, anderer Fehler, okay. Aber wir haben ja wirklich diese Anzahl der Fehler, alles in dem Bike. Und das weckt in mir schon allgemein ein Misstrauen an der Qualitätssicherung und an der Qualitätskontrolle dieses Unternehmens. Muss ich einfach so sagen. Daran kann man auch nichts rütteln, weil so viele Zufälle gibt es nicht. Meine Lebensregel ist, Zufälle gibt es nicht. Schon bei einfachen Sachen gibt keine Zufälle. Mototreff Balog, vielen Dank für euer super Spezialangebot. Ich glaube auch hier, Zufälle gibt es nicht. Also man hat natürlich versucht, mich bei der Marke zu halten. Deshalb, ich habe ja auch aktuell das Recht auf eine Wandlung. Das Problem ist, das Motorrad mit seinen 19.000 Kilometern, die es jetzt aktuell hat, würde so einen Kilometersatz verrechnet bekommen. Und es würde zum Ergebnis führen, ich müsste einfach ungefähr 7.000 Euro draufzahlen. Und da widerstrebt es mir aber persönlich sehr hart, weil ich habe ein Produkt gekauft, das mir garantiert eine Leistung zur Verfügung stellt. Es soll fahren, es soll funktionieren, es soll tun. Hat es nicht. Es hat mir gebracht Leid, Ausfälle in Urlaub, Stress in Urlaub, brenzlige Situationen, die möglicherweise mit dem Tod enden könnten. Okay, all das habe ich gekriegt. Motorradfahren kann gefährlich sein, wissen wir alle. Aber dafür, und das heißt quasi, der Betrag, den du bezahlt hast, der ist nichts wert. Weil wenn ich jetzt quasi nochmal Geld dafür bezahle, dass ich eigentlich das, was ich schon mal bezahlt habe, bekomme, das ist doch vollkommen sinnfrei. Und so kann mich persönlich niemand bei der Marke halten, weil eigentlich müsste man ja von Entschädigung sprechen, Urlaubsersatz, Zeitersatz, wie oft war ich in der Werkstätte, wie oft hatte ich kein Motorrad, genau. Man müsste von solchen Themen sprechen und nicht davon, dass du quasi für eine Wandlung eines Motorrads nochmal Geld drauf bezahlst, damit du das bekommst, was dir eigentlich sowieso mit dem ersten Kaufvertrag versprochen wurde. Und somit ist für mich diese Entscheidung eigentlich schon gefallen. Ich habe gesagt, ich würde eine KTM nehmen, wenn man sie mir schenkt. Wenn da jetzt gesagt werden würde, wir würden Motor, Steuergeräte, Hauptkabelstrang, I don't know, I don't give a fuck, wir würden das alles austauschen, dann würde ich weiterfahren. Wenn man mir sagen würde, hey Mike, diese ganzen Umstände, tut uns wirklich leid, nimm das neue Bike, wir schauen uns das alte Bike an, wir versuchen rauszufinden, was das Problem ist. Viel Freude. Sorry für die Umstände. Alles klar, ich bin dabei. Aber wie gesagt, für eine Leistung doppelt bezahlen und das ist einfach, Doppelbesteuerung ist illegal, doppelt für ein Fahrzeug bezahlen sollte auch illegal sein. Das ergibt tatsächlich vorn und hinten keinen Sinn. Ich bin einfach ein glücklicher Motorradfahrer. Ich will einfach Frieden, Freude und Fahrspaß haben. Wenn irgendeine Komponente kaputt ist, bin ich niemandem böse. Wenn die nachgebessert wird, wenn die Kommunikation transparent läuft, wenn das alles cool ist, ist das auch kein Problem. Auch wenn ein Motorrad in der Saison mal 3 Wochen ausfällt, weil halt die Werkstatt keine Zeit hat, es zu reparieren. Ich bin auch niemandem böse. Ich kenne es, ich habe es erlebt. Früher habe ich einfach oft Sportreifen gefahren, noch auf meinen Naked Bikes. Und das Ding, ich habe die Reifen so schnell verbrannt, 3-4 Sätze pro Jahr. Ich bin mit den Terminen mit der Werkstatt organisieren nicht klargekommen, wie die Reifen quasi verschwunden sind. Und dementsprechend ist manchmal mein Moped einfach 3 Wochen gestanden, weil du hast halt angerufen bei der Werkstatt, die haben halt gesagt, sorry, der nächste früheste Termin, Reifenwechseln ist in 3 Wochen. Dann hast du vielleicht schon 2-3 Werkstätten gehabt, die das machen. Hat da einer vielleicht in 1,5-2 Wochen einen Termin gegeben. Aber du konntest halt nicht fahren, 1,5-2 Wochen. Ich habe für all das Verständnis, das ist nicht das Problem. Aber einfach vor die Tatsache gestellt zu sein, dass ein Unternehmen nicht in der Lage ist, einen Fehler zu beheben, das macht mir Sorge. Und das macht mir besonders auch Sorge auf mögliche zukünftige Fehler, logischerweise. Da fehlt ja dann einfach das Grundvertrauen. Ich glaube, ich habe für heute auf jeden Fall genug gelabert. Da wird es noch 1-2 Videos geben zu dem Thema KTM. Wie stehe ich dazu? Wie stehe ich zu Wertverlust? Wie stehe ich zu Qualität? Welche Probleme hatte ich alle? Weil die Liste ist halt lang. Die Themengebiete sind so unterschiedlich, von E-Mail-Support, von Kundenanfragen über die Hotline, von
Mobilitätsgarantie, von Werkstatt, genau, von Komponenten. Genau, was willst du denn noch? Also mehr geht einfach nicht. So sieht es jetzt aus. Mehr kann ich auch jetzt gar nicht verraten. Dementsprechend vielen Dank fürs Zusehen. Halt's die Ohren steif. Ride hard, ride safe. Bald kommt was, garantiere ich.